Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf meinem Main, wir befinden uns im Preview Client, denn in der normalen Version von Shakes and Fidget ist F9 im Browser nicht erreichbar. Ja, ich kann euch das hier auch nur mal kurz aufzeigen. Wenn wir hier einmal reingehen, das funktioniert nicht, ja, denn wir hatten ja fast einen Entschädigungscode bekommen für F9. Ja, dann haben wir den ja alle bekommen. Und jetzt haben wir nochmal ein Update zur Kompensation. Ursprünglich für heute Montag, 11. August, geplante Entschädigung. Veranstaltungen 1, 2 Freibier und Akkordabenteuer wird auf nächste Woche Montag, den 18. August verschoben. Ja, und das kam ja deswegen, weil momentan halt, wie gesagt, F9 ausschließlich nur über den Preview-Client verfügbar ist im Browser, und das geht halt damit einher, dass hier momentan das neueste Update halt eben aufgespielt wird, was eben auch die neue Toilette mit in sich behält, und die gucken wir uns jetzt auch mal direkt einmal an. Ja, hier haben wir nämlich das gute Stück, und zwar die neue Toilette der arkanen Götter. Ja, wir haben hier momentan eine Aura-Stufe von 233. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig genau, womit das zusammenhängt, keine Ahnung, weil meine Ausgangsstufe war ja gewesen, Stufe 66 Aura, und wenn man diese erreicht hatte, wurde man ja auf 230, ist das quasi so, als ob man mit 230 im neuen System startet. So, ich hatte jetzt mit 233 gestartet und habe auch tatsächlich fast einen vollen Fülltrank. Ich habe gestern schon Epic reingeworfen, das heißt, gestern war 50 weniger, heute machen wir das wieder. Was mich aber auch verwundert ist, dass ausschließlich gesagt worden ist, alle, die Aura Stufe 66 haben, dass dort der komplette Füllstand geleert wird. Ja? Und ich hatte fast den kompletten Füllstand mit übernommen gehabt, weil ja, mir hatten nur noch ein paar Sachen gefehlt für die nächste Klospülung sozusagen, aber ich war ja eh schon auf Max. Ne? Und deswegen ist mein Fortschritt tatsächlich dann auch nicht flöten gegangen, sondern hatte ich jetzt hier auch ins neue System mit übernommen. Ja, deswegen, das sind so zwei kleine Punkte, die mich ein bisschen gewundert haben. Ich hatte aber auch schon mich ein bisschen umgehorcht gehabt, dass wohl manche mit der gleichen Stufe gestartet haben wie ich. Ich weiß nicht hundertprozentig, womit es zusammenhängt. Vielleicht habt ihr da eine Erklärung oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man ansonsten mit 66 in das neue System reingeht, wurde ja geschrieben, dass man mit 230 halt eben startet. Ne? Naja, aber it is what it is, ich kann es nicht beeinflussen. Ja, hier haben wir das tägliche Opferlimit. Wie gesagt, es gibt jetzt halt eben zwei Unterschiede, auf die man auf jeden Fall Acht geben muss, worauf ihr achten müsst. So. Das ist einmal halt eben die Opferung. Ja, das ist ausschließlich dafür da, um euren Aura Füllstand zu füllen und eure Aura zu maximieren. Ja, wenn ihr hier ein Item opfert, dann ist das Item komplett weg. Es ist nicht so, dass es durchgespült wird. Ja, dafür ist jetzt halt eben dieser Waschgang da. Die Wash Gang. Das ist hier quasi die Wash Gang hier, ja, die ihr gerade seht. Das ist die Gang, ja, die washt gerne. Und genau, da könnt ihr jetzt hier quasi beliebig eure Sachen auf jeden Fall hinbringen und halt eben waschen lassen. Wir können zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade auch ein Hexen-Event am Start, so wie es aussieht. Ja, Hexentanz, genau, weil wir haben ja heute Dienstag, heißt Mittwoch für F9. Ja, es ist alles ein bisschen komisch mit F9. Aber ja, was ist denn mal? Auf jeden Fall könnt ihr hier nach wie vor eure Stat-Punkte halt eben ändern. Ne? Wir machen das jetzt einmal testweise. Wir haben jetzt hier Stärke Schuhe. Für eure Begleiter geht das halt immer noch. Und das, für zum Beispiel Legendary Items, wenn wir da andere brauchen, geht das halt eben auch immer noch so. Ne? Wir werfen das einmal rein, beispielsweise, wir behalten unser Gold, das ist ganz wichtig, ja. Zack. So, dann haben wir jetzt hier den Waschgang durchgeführt. Jetzt haben wir hier andere Schuhe bekommen. Und das Geile ist halt, wir sehen jetzt hier eben, das Ding ist gewaschen, das steht da ja. Ne? Plus, in Kessel kann man das trotzdem immer noch bringen. Das ist mega geil, ja. Das ist ziemlich nice.
Es fällt hier übrigens auch die neue Animation auf. Das war schon mal gewesen, beziehungsweise ja, ich weiß gar nicht, warum es übernommen worden ist oder nicht übernommen worden ist. Im Preview-Client ist es so, dass hier halt die Items kurz so rot werden, bevor man sie halt hier eben verkauft. Ne? Und ja, so sieht das Ganze aus. Das heißt, das ist halt eben der Unterschied. Man kann die Items auch nur einmal waschen, ja, aber ihr könnt halt eben unendlich viel waschen hier auf jeden Fall. Opfern könnt ihr halt, wie gesagt, eben nur einmal pro Tag. Außer zum Klo-Event, da könnt ihr halt eben 2 Items reinschmeißen, okay? Und ja, das machen wir jetzt auch gleich mal. Wir suchen gleich mal ein Epic im Laden. Hallo. Und werden das dort dann mal rein tun. Ansonsten sehen wir jetzt hier schon die Neuerung, die mir persönlich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Und zwar haben wir halt hier links oben die Aura-Stufe, beziehungsweise zeigt dir die maximale Gegenstandsqualität an, die du hier erwerben kannst. Das setzt sich halt eben zusammen aus eurer Aura-Stufe hier in der Toilette, dann eben durch eure Qualitätsrunen, die ihr durch den Arena-Manager bekommt, etc. pp. Ne? Und dadurch bekommt ihr halt eben auch einen Durchschnittswert an der Aura-Stufe bzw. an der Gegenstandsqualität, die ihr maximal finden könnt. Und das ist halt hier jetzt mein persönliches Maximum, 1032 momentan gerade. Das wird sich auch gleich erhöhen, wenn wir jetzt unsere Aura-Stufe gleich einmal auch erhöhen sollten. Das machen wir jetzt gleich mal. Und höher als das geht es halt eben nicht. Heißt, wenn wir jetzt hier in den Shop gucken, können wir hier rechts neben den Namen sehen, okay, wir haben hier eine Waffe mit 1026. Das heißt, von der Gegenstandsqualität her geht es quasi für mich persönlich noch besser. Das heißt, ich müsste dann gucken, okay, was haben wir hier für Items, ne? Haben wir hier schon das Maximum gefunden, was halt geht, ist natürlich immer auch gerade so die Sache bei den Waffen, ne? Will man da jetzt so immer die 100% beste Waffe haben, hier, das ist zum Beispiel ein Maximum-Item hier von der Aura her, höher geht es halt nicht, oder ist man da so, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz das Maximum, aber die Spanne und die Attribute sind so krass, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie 2, 3 Aura-Stufen mehr, weil was Besseres finde ich jetzt halt eben nicht von der Waffe her, jetzt als Beispiel jetzt nur mal so, ne? Also da muss man trotzdem auch noch abwägen. Wir sind hier in einem Bereich, wo wir sehr nah am Maximum dran sind, ne? Und da ist es dann vielleicht wichtiger, dass die Spanne halt eben vielleicht dann passt und die Attribute auf der Waffe, als halt eben jetzt die maximale Aura-Stufe hier zu haben, weil das wäre nämlich ein dritter Faktor, wo ihr dann quasi abwägen müsst, neben der Spanne, den Attribut, müsst ihr dann gucken, dass auch die Aura-Stufe eben ans Maximum gebracht wird. Und deswegen, da muss man halt eben dann auch einfach mal ein bisschen abwägen. So, ne? Okay, ja, jetzt hat sich das Game wieder aufgehangen. Das ist sehr cool. Keine Ahnung, warum es immer in der Aufnahme passiert. Ich wollte jetzt mal noch eine Epic suchen, damit ich euch das hier einmal zeigen kann. Ich würde schon ganz gerne in Epic durchspielen wollen, damit wir hier einfach mal den maximalen Wert zeigen können. Jetzt werden halt eben auch die Epic-Events wieder ein bisschen interessanter, dass man sich da wieder ein paar epische Gegenstände aufbewahrt für tägliche Durchspülungen, beziehungsweise halt eben auch zu solchem Event, wo man 2 Epics pro Tag reinwerfen kann. Es wird wieder interessanter werden, Legendary Dungeons zu spielen, sich dort mit Epics einzukleiden. Das habe ich in der Vergangenheit immer gemacht, jetzt lange Zeit nicht mehr, weil es nicht relevant war für mich, aber man hätte natürlich jetzt schon anfangen können, Free Epics immer mal so mitzunehmen, beziehungsweise Epics aufzubewahren, die keinen Verkaufswert haben, dass man die halt eben zur Opferung nimmt, weil ja, selbst wenn jetzt ein Item keinen Verkaufswert hat, beziehungsweise man kann es halt trotzdem immer noch dann halt eben hier opfern, weil das Ding ist halt, egal was ihr hier reinschmeißt, so, ihr seht ja, was an Füllstand bringt, hier links oben in der Ecke von dem Item, ne? Hier zum Beispiel die Steine geben 30, aber ansonsten steht hier auch alles. Ist es egal, was ihr reinwerft, weil das Item ist halt einfach unweigerlich weg. Das könnt ihr auch nicht irgendwie verkaufen oder so, es ist weg. Es wird zur Opferung halt eben genommen halt einfach. Und das ist halt der große Unterschied zwischen Opfern und Waschgang. So, und jetzt schmeißen wir mal das Item rein und dann sehen wir auch gleich die Überlauffunktion von der Toilette, weil wir sind hier natürlich bei 280 von 300. Und dann wären wir ja deutlich über der Stufe und überlaufen kann das Ding jetzt halt eben auch, beziehungsweise nimmt er halt eben die restlichen
den restlichen Füllstand mit in die neue Aura-Stufe rein. Beziehungsweise wir gucken mal, wir haben hier jetzt eine Aura-Stufe gehabt von 1032, die werden wir jetzt gleich erhöhen. Und dann machen wir das hier einfach mal rein. Zack, Item ist weg, ja, komplett finito. 233, 330 von 300. Wir ziehen hier einmal dran. So, und jetzt sind wir Aura-Stufe 234 mit einem 30er Füllstand. Ja, wir sehen hier 0 von 1. Das Ding ist hier komplett ja, jetzt durch für heute jetzt soweit erstmal. Und wir haben im Shop ja, 1032 gehabt. Wir resetten einmal ganz kurz und schauen uns mal den neuen Stand an, wie jetzt die aktuelle Aura aussieht. Guten Morgen. So, und da sieht man es jetzt. Jetzt haben wir hier eine Aura-Stufe von maximal 1033, die wir hier im Shop finden können. Also damit steigert ihr halt eben, wie gesagt, eure Gegenstandsqualität und das wird euch halt eben hier auch so angezeigt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich werde jetzt natürlich auch gucken, dass man so schnell wie möglich die Aura auf das maximale, auf den maximalen Füllstand bekommt. Ne? Es ist jetzt halt quasi eine kleine Erweiterung der Toilette. Die Items werden dadurch besser. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt so das. Epic-Events werden interessanter und Legendary Dungeon Runs auch in Bezug darauf, dass wir halt eben ja, einfach wieder die ganzen Items aufbewahren müssen, uns Platz dafür schaffen müssen im Inventar und ja, damit wir jeden Tag bestmöglich, im besten Case natürlich, ein Epic hier in die Toilette schmeißen, um den Füllstand so schnell es geht halt eben zu maximieren. Ne? Wie gesagt, am besten eignen sich dafür natürlich Items, die jetzt nicht großartigen Verkaufswert haben oder so. Ne? Nutzt dafür auch das Alter Ego, das sind zusätzliche Inventarplätze, die ihr halt eben einfach so aufbrauchen könnt. Schmeißt da oder kleidet denen die Epics an und dann nehmt ihr jeden Tag ein Epic und schmeißt es halt eben, so wie ihr es kennt, in die Toilette. Das ist es auf jeden Fall erstmal soweit zu dem Update hier auf dem Main bei mir. So sieht das Ganze aus. Ich denke mal, es ist leicht verständlich und ja, bin gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze jetzt hier so weitergeht, wie krass die Items noch werden etc. pp. Alles klar, erster Eindruck dazu auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Falls ja, schreibt sehr gerne einen Kommentar oder lasst ein Like da. Auf jeden Fall, würde mich sehr freuen. Und das war es soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.